Ja, na, Christi, und was geht bei dir? Mahlzeit. Was? Grüß euch, schön, dass ihr dabei seid. Heute zeigen wir euch typische Wörter und Sätze, die ihr kennen solltet, wenn ihr einmal in Österreich seid. Los geht's. Ja, na, danke, bitte. Ja und nein und danke und bitte sind wohl eines der ersten Dinge, die wir in einer Fremdsprache lernen, oder? Und in unserem Dialekt aus Salzburg würden wir das so sagen. Ja, na. Und in Kombination mit ja bitte oder nein danke. Ja bitte. Na danke. Ihr habt jetzt gehört, dass danke und bitte genau gleich klingen wie auch im Standarddeutsch. Aber ja wird zu ja und nein wird zu na. Das ist etwas sehr Typisches, was wir euch auch schon oft in anderen Videos gezeigt haben, nämlich der Vokal A wird zu einem O, ja wird zu ja. Das nennen wir auch die A-Verdunkelung. Und das meint ganz einfach, dass der A-Laut ganz oft wie ein O ausgesprochen wird. Das passiert zum Beispiel auch bei machen, das zu mochen wird. Dabei wird der A-Laut weiter hinten im Mund und auch von der Zungenhöhe her höher gebildet. Christi, grüß Gott. Auch begrüßen ist wohl eines der wichtigsten und ersten Dinge, die ihr kennen solltet. Wir unterscheiden hier immer zwischen einer informellen und formellen Variante. FreundInnen und Familie begrüßt ihr so. Grüß euch, wenn es mehrere Personen sind, und Christi, wenn es eine Person ist. Und das bekannte Servus, also Servus, könnt ihr in informellen Situationen ebenfalls immer verwenden. Und in formellen Situationen sagen wir so gut wie nie Guten Tag, sondern immer Grüß Gott. Wir persönlich sagen wirklich Grüß Gott, ihr könnt aber auch die Dialektvariante Grüß Gott hören. Und, was geht bei dir? Nachdem wir jemanden begrüßt haben, erkundigen wir uns auch gern nach Neuigkeiten. Im informellen Kontext, also mit FreundInnen und Familie, hören wir dabei oft die Frage: Und was geht bei dir so? Oder für mehrere: Und was geht bei euch? Damit meinen wir, was läuft bei dir oder bei euch? Welche Neuigkeiten gibt es? Was passiert in eurem oder in deinem Leben? Aber Achtung, dieser Ausdruck ist wirklich sehr informell und sollte wirklich nur mit Menschen verwendet werden, die ihr sehr gut kennt. Vierte, Wiederschauen. Und wenn wir über das Begrüßen sprechen, müssen wir natürlich dann auch das Verabschieden erwähnen. Und da gibt es auch wieder eine informelle und eine formelle Variante. Wenn wir uns in einem informellen Kontext nur von einer Person verabschieden, dann sagen wir Vierte. Wenn wir uns von mehreren Personen verabschieden möchten, verwenden wir Viert euch. Auch Servus können wir natürlich verwenden. Das geht für eine Person oder für mehrere Personen im informellen Kontext. Und für einen formellen Kontext sagen wir einfach Auf Wiederschauen oder auch nur Wiederschauen. Mahlzeit, an Gurden. Wenn ihr in Österreich seid, geht ihr sicher einmal in ein Restaurant und gönnt euch Kasnucken oder einen Kaiserschmarrn. Und dort wünscht euch die Bedienung vielleicht nicht guten Appetit, sondern sagt Mahlzeit. Das ist die alternative Form zu guten Appetit, also Mahlzeit in unserem Dialekt. Auch an Gurden kommt vor allem im bayerischen Raum vor. Ha? Wie bitte? Vor allem, wenn wir eine Sprache lernen, ist es typisch, dass wir nicht immer alles verstehen. Mit wie bitte können wir also ausdrücken, dass wir etwas nicht verstanden haben und das Gegenüber bitten, das Gesagte noch einmal zu wiederholen. Dazu gibt es im Dialekt eine sehr informelle Variante, nämlich ganz einfach ein Ha. Also ganz typisch, wenn wir etwas, das jemand gerade zu uns gesagt hat, nicht verstanden haben, sagen wir ganz einfach Ha. Aber Achtung, Ha kann als sehr unhöflich empfunden werden, wenn es sich um einen eher formelleren Kontext handelt. Da weicht am besten auf Wie bitte aus. Aber unter Freunden oder in der Familie hört ihr sicher einmal Ha. Was? Eine Alternative zu Ha ist was? Was können wir verwenden, um nachzufragen, wenn wir etwas nicht verstanden haben? Was können wir also als eine Kurzform von Was hast du gesagt? Also was hast du gesagt verwenden. Auch bitte was ist möglich. Bitte was kann auch als eine Reaktion verwendet werden für eine Situation oder eine Aussage, die wir nicht erwartet hätten. Zum Beispiel, das Hotel kostet 300 Euro pro Nacht. Bitte was? Aber was ist auch sonst sehr nützlich. Hier sind noch ein paar weitere Beispiele. Was hast du gesagt?
wenn wir die andere Person nicht gut verstanden haben? Was ist los? Wenn wir wissen möchten, was gerade passiert? Was ist leicht passiert? Wenn wir wissen möchten, was passiert ist? Was hätten Sie gern? Das ist ein typischer Satz, den wir von einer Bedienung hören, die nachfragt, was wir denn gerne haben wollen. Was wüsst? Das ist nicht sehr höflich, aber kurz und knapp, um nachzufragen, was eine Person will. Was machen wir heute? Um nachzufragen, was die heutigen Pläne sind. Hatsch! Gesundheit! Wenn jemand niest, sagen wir typischerweise Gesundheit. In unserem Dialekt also Gesundheit. Also Hatsch! Gesundheit! Danke! Glückwunsch! Jetzt kennt ihr viele Basics zum österreichischen Dialekt. Was ist euer Favorit? Natürlich gibt es noch ganz viele andere Wörter und Ausdrücke, die wir zu den Basics zählen würden. In einem anderen Video zeigen wir euch mehr davon. Wir sagen Danke und wie immer nicht vergessen, gemeinsam macht Deutsch in Österreich doppelt so viel Spaß.